kulturelle Vielfalt, das bereichert total unser Leben. Da schlummert ein unglaublich großes Potenzial auch für Innovation und Kreativität. Ich bin der Überzeugung, dass das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, die wir zu lösen haben. Mein Name ist Wei Huabang, ich bin 27 Jahre alt und habe letztes Jahr das gemeinnützige Social Startup MyBuddy gegründet. Ich bin in China geboren und bin dann mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen durch ein Stipendium von meinem Vater. Als ich am Anfang in Deutschland angekommen bin, war das super schwierig, irgendwie sich der Gruppe anzuschließen. Ich war als erstes sogar auf einer Schule für Ausländer und da hatte die Gruppe nur mit mir gesprochen, wenn ich ihnen etwas mitgebracht habe. Das war natürlich sehr verletzend. In China war das so, dass wenn man gut in der Schule war, dann war man auch beliebt. Und das war in Deutschland genau das Gegenteil. Da war ich plötzlich die Streberin und damit musste ich erst ein bisschen zurechtkommen. Ich habe irgendwie diesen Code der lokalen Sprache, wie man es schafft, cool zu sein, dazuzugehören, einfach zu Beginn nicht richtig entcoden können. Ja. Meine tiefste Phase war, da hatten wir auch sehr wenige Mädchen in der Klasse und die hatten sich einmal verbündet und ich hatte in der Klasse eben keine Freunde und hatte auch in der Pause niemand, bei dem man mir dazustehen konnte und war dann auf der Toilette und habe dann Minuten gezählt, bis der Unterricht wieder weitergeht. Das war natürlich super unangenehm als Kind. Ich habe auch zu Hause viel geweint. Ich glaube, Missverständnisse und Vorurteile zwischen Kulturen resultieren vor allem aufgrund von 3 Sachen. Zum einen mangelnde oder falsche kulturelle Bildung, wenig echten, tiefen Austausch. Also wir treffen zwar Personen aus jedem Land im Gym, im Supermarkt, bei der Arbeit, aber wann hat man mal einen echten, tiefen Austausch über die kulturelle Identität? Und das Dritte ist, dass wir zu schnell in Pauschalisierung denken. Das müssen wir unbedingt versuchen aufzulösen. Wenn du neu in einem Land bist, dann ist mein Tipp einfach, möglichst viele Kontaktpunkte zu suchen zur lokalen Gesellschaft. Geh in Vereine, geh in die Politik, geh einfach in Bars und sei einfach offen, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen und zu lernen. Durch mein politisches Engagement habe ich gemerkt, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir uns einsetzen, einbringen, in welcher Art und Weise auch immer. Es betrifft uns alle und wenn wir nicht dafür sorgen, dass das Ganze in die richtige Richtung geht, wer dann? Ich bin seit Anfang letzten Jahres Gründerin und Geschäftsführerin bei MyBuddy. Es ist ein gemeinnütziges Social Startup mit der Vision, das kulturelle Miteinander zu stärken und es zu einer gemeinsamen Stärke zu entwickeln. Mein Programm hilft quasi den Teilnehmenden auf unterschiedliche Art und Weise. Also Personen mit Migrationshintergrund, die vielleicht noch nicht so lange in Deutschland sind, helfen mir durch die Plattform auch einen konkreten Kontaktpunkt zur lokalen Gesellschaft herzustellen und das aber auch durch einen Ansatz auf Augenhöhe, also über kulturelle Freundschaften. Das Projekt MyBuddy ist mir unglaublich wichtig, denn ich bin der Überzeugung, dass das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, die wir zu lösen haben. Und ich meine aufgrund meiner eigenen Erfahrung hier, ein bisschen was zu verstehen und möchte gerne einfach dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft vorankommen. Kulturelle Vielfalt, das bereichert total unser Leben und das möchten wir noch stärker durch unsere Ansätze und Programme herausheben. Bei der Gründung von MyBuddy habe ich quasi alle meine privaten und beruflichen Erfahrungen vereint. Deshalb ist es wirklich ein Herzensprojekt, eine Herzensgründung. Ich möchte den Frauen gerne mitgeben, dass wir in einer Zeit leben, wo wir viele Möglichkeiten haben. Wenn ihr einen Traum habt, dann glaubt daran, verfolgt es, traut euch einfach den ersten Schritt zu machen. Ende des Tages, Kulturen hin und her, wir sind alle Menschen und uns alle ist es wichtig, dass wir irgendwie aufrichtig sind, Treue, Loyalität, Zuverlässigkeit, Familie, das sind Themen, die eigentlich in jeder Kultur einen super hohen Wert haben und ich glaube, das sollte auch ausreichen, uns irgendwie zu verbinden und da einen gemeinsamen Weg zu finden.